Das hier ist keine Entscheidung gegen dich oder gegen die Firma, sondern für mich. Und deswegen werde ich Marlenes Manager. Philipp zu Hohenfelden, ich würde gerne eine Anzeige machen. Warum wünschen wir uns ständig Dinge, die niemals passieren? Vielleicht gerade darum, weil wir insgeheim wissen, das ist nicht die Wirklichkeit. Denn was würden wir tun, wenn unsere kühnsten Träume plötzlich wahr werden? Ja, was würden wir tun? Dana, ich habe über uns nachgedacht. Wir gehören zusammen. Du heiratest meine Schwester, schon vergessen? Das war ein Fehler. Dana, ich liebe dich. Und ich will mit dir zusammen sein. Und ich will, dass es für immer ist. Dana, hörst du mir überhaupt zu? Aber am schlimmsten ist der Moment, wenn wir aus unserem Traum fallen und unsanft in der Realität aufschlagen. Und die sieht meistens ganz anders aus. Dana? Man heiratet doch nur einmal im Leben den Mann, den man liebt. Ja, Wenn Hagen mich wirklich will, dann muss er mir diese Ringe kaufen. Außerdem ist er mir jetzt schuldig. Findest du doch auch. Das Pult bitte dahin. Und lassen Sie bitte etwas mehr Abstand zwischen den Stühlen. Die Konkurrenten sollen sich ja nicht gegenseitig auf dem Schoß sitzen. Kommt auf den Konkurrenten an. Wie läuft's? Der Salon steht. warum gerade diese Ringe? Weil sie eine Geschichte haben. Ich will noch mal die Reihenfolge der Auktionate durchgegangen. Ein kleiner Florentiner Kunstschmied namens Giuseppe Beppi Malparte musste diese Ringe ausgerechnet für die Hochzeit seiner geliebten Carmelita Borgia mit dem verhassten Calzerone di Gandia anfertigen. Und dann? Ja, die Gandia starb vor dem Altar. Er rief noch zweimal Mama und ist dann an seiner Zunge erstickt. Aber du heiratest nicht diesen Calzone, sondern Hagen. Eben. Und ich will endlich ein Zeichen von ihm, dass er es ernst meint. Das ist okay, ja. Ach, und was ist mit den Getränken? Was machst du denn da? Die müssen kalt bestellen. Ich glaube, Helena und Nico finden es nicht so lustig, wenn du im Prunkstück in ihrer Auktion herumfummelst. Er passt doch zu mir, oder? Wie schrimmst auf Kaviar und jetzt leg ihn wieder zurück. Das ist ein Schicksalsring. Magisch wie unsere Liebe. Danke. Ich habe versucht, den Prozessauftakt zu verschieben, aber keine Chance. Der Richter, die Staatsanwaltschaft, alle haben sie Angst vor der Presse. Weil in deinem Fall sowieso schon viel zu viel gemauschelt und verschleppt wurde. Wenigstens muss ich nicht monatelang auf mein Urteil warten. Übermorgen geht's los. Ich will ganz offen sein. Für uns ist das eher schlecht. Ich habe den eloquentesten Anwalt der Stadt. Du holst mich schon raus, oder?
Es wird die Hölle. Das ist dir hoffentlich klar. Der erste Prozesstag ist am wichtigsten. Da werden die Fotografen jede kleinste Bewegung von dir analysieren. Sieht so der Mörder aus? Ja, und was heißt das? Dass wir genauestens darauf achten werden, wie du auftrittst. Niemals lachen. Sind unsere weltberühmten Ringe kaputt? Nein, die Malpate-Ringe haben keinen Kratzer. Immerhin haben sie 500 Jahre Krieg und Familienfehden überstanden. Dann kriegt meine Schwägerin den Spezi auch nicht kaputt. Sonst heißt es gleich, er zeigt keine Reue. So hält man dich schnell für gefühllos und kalt. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass die Presse Philipp anders sieht als ich. Ich wollte dich abholen. Wir müssen langsam in den Salon. Sag mal, glaubst du an die Geschichte der Ringe? Etwas sehr Schreckliches ist passiert. Ein Mensch wurde ermordet und du bist der unschuldig Verdächtigte. Das musst du glaubwürdig spielen. Das muss ich nicht spielen. Ich bin unschuldig. Und genau diesen Blick will ich. Aber überzeug nicht mich, sondern die Menschen da draußen. Und dann hat Peppi irgendeinen Zauberer konsultiert. Sagt zumindest die Geschichte. Historisch belegt es nur, dass sein Widersacher Calzerone di Gandia vor dem Altar gestorben ist. Und seitdem beschützen die Ringe alle Liebenden, die reinen Herzens sind. Es kommt eine schwere Zeit auf dich zu. Also, wenn du Hilfe brauchst, dann komm zu mir. Ich mache mir keine Sorgen. Philipp ist unschuldig. Und wir werden diesen Prozess gewinnen. Tristan wollte ins Musikgeschäft. Er trägt aber auch Verantwortung bei Landstein Enterprises. Das wird er auch wieder. Sobald Marlenes Album fertig ist, kehrt er in die Firma zurück. Das hat er euch doch versprochen. Tja, es sei denn, ein Album reicht nicht. Vielleicht möchte Marlene mit deinem Bruder ja auch auf Tournee gehen? Sie ist an Tristans Ausstieg aus der Firma nicht halb so unschuldig, wie sie tut. Ja, ich weiß, Hagen, ich bin nicht eure Mutter, aber ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen. Ah, hier seid ihr also. Ich würde vor dem Mittagessen gerne noch mein Brautkleid probieren. Elisabeth, du bist meine letzte Rettung. Ist Rebecca denn schon fertig damit? Ja, sie hat ein fantastisches Kleid gezaubert. Gut, dann schaue ich es mir mal an. Dana und ich haben uns gerade die Auktionate angeschaut. Diese Malpate-Ringe, sind sie nicht unglaublich? Sehr alt, sehr schön, sehr teuer. Aber sie haben magische Kräfte. Was können denn diese Ringe? Fliegen oder Ravioli stechen? Sie beschützen die wahre, leidenschaftliche Liebe. Du musst dir diese Ringe unbedingt mal ansehen. Eine Schande ist das. Hast du die Zeitung gelesen? Hier, der Mörderprinz. Prinz mit den blutigen Händen. Wer ist das nächste Opfer? Hier, er bricht ihre Herzen und dann ihr Genick. Früher hat man die Menschen wenigstens erst verurteilt, ehe man sie hingerichtet hat. Heute ist das umgekehrt. Ja, das wird eine harte Zeit für Nico. Die nächsten Tage wird ein Spießruten laufen. Ja, sie muss sich schützen. Keine Zeitung, kein Fernsehen, kein Telefon, kein Internet. Arno, wie stellst du dir das vor? Heute hat sie ihre erste Auktion, da ist jede Menge Presse dabei. Ich meine, arbeiten muss sie. Ja, sie braucht Hilfe. Von Menschen, auf die sie sich verlassen kann. Ich habe ihr schon zweimal auf die Mailbox gesprochen. Wenn sie mich braucht, ich bin da. Was machst du da eigentlich? Was ich mache? Ich schreibe an diese Redaktion, diese Schmierfinken. Die bekommen von mir einen Leserbrief, der sich gewaschen hat. Aha, gute Idee. Nico! Nico, wie schön. Ja, Grüße von mir. Was? Ja, da muss ich erst mal in meinen Terminkalender schauen. In einem Rechtsstaat wie dem unseren gilt für den Angeklagten zunächst die Unschuldsvermutung. Was Sie da treiben, das ist kein Journalismus. Das ist nackte Lynchjustiz. Und? Nicht zu brav?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also, richtig toll ist es erst, wenn der ganze Strass appliziert ist. Rebecca, dieses Kleid wird sehr, sehr schön. Alles klar. Wir lassen das Kleid zu. Sieht gut aus. Die Säume könnten ein wenig kürzer sein. Das macht sich auf Fotos besser. Ich werde dir noch ein paar verschiedene Varianten für den Ausschnitt anbieten. Solange noch Zeit ist bis zur Hochzeit. Danke. Apropos Zeit, ich habe einen Termin mit diesem Guy van Dommel. Wow. Der hat ja in den letzten Jahren unzählige Hits geschrieben. Und wenn wir ganz lieb zu ihm sind, dann wird er einen für uns schreiben. Oh, das bekommt Marlene bestimmt hin. Was willst du mir damit sagen? Dass du ein großes Talent hast, Menschen dazu zu bringen, dass sie tun, was du möchtest. Selbst wenn. Van Dommel ist von einer anderen Fakultät, da müsste ich ran. Du hättest das Kleingedruckte in deinem Vertrag besser lesen sollen. Nicht gucken, Augen zu. Offenbar kennst du die Überredungskünste von deiner zukünftigen noch nicht. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du bei Tristans Entscheidung ordentlich nachgeholfen hast? Tristan hat mich in einer wichtigen Entscheidung um Rat gefragt und ich habe ihm geholfen. Punkt. Das sieht für Elisabeth etwas anders aus. Tristan macht dein Album, Rebecca dein Kleid. Kränkt dich das nicht ein bisschen? Dass sie denkt, ich könnte dich so leicht manipulieren? Ah, Dana, stopp! Hier, die Impfpässe von den Einjährigen müssen noch nach den neuen EU-Richtlinien sortiert werden. Der Tierarzt kommt morgen. Und wer macht dann die Futtermittelinventur? Tja, ich bin voll ausgelastet mit dem Zaun auf der Ostkoppel. Der Wind hat ihn einfach umgepustet. Tja, du bist meine Lieblingskollegin. Ich bin die Einzige, die dir noch zuhört. Ich halte noch aus. Ist Lucky Heinrich okay? Ja, er lahmt hinten rechts ein bisschen. Kein Grund zur Sorge, aber wir sollten das beobachten. Ja. Sag mal, war Marlene eigentlich schon immer so, dass man ihr an jedem verdammten Tag die Welt zu Füßen legen muss? Naja. Ihr zwei seid wirklich grundverschieden. Wie macht sie das nur, dass man immer genau das tut, was sie will? Weil sie trotzdem liebenswert ist. Oder vielleicht gerade deshalb. Das wirkt allerdings auf manchen in meiner Familie etwas beunruhigend. Was kann Marlene bitte schön dafür, wenn ihr alle Männer die Welt zu Füßen legen? Bitte sehr. Dankeschön. Na, was meinst du? Kommt Nico mit der Situation zurecht? Du kennst sie doch. Keine Schwäche zeigen, sie schiebt alles weg. Philipp geht lebenslänglich ins Gefängnis. Da muss sie sich doch irgendwie darauf vorbereiten, oder? Hallo zusammen. Hallo. Andi, ich weiß, das ist nicht deine Aufgabe, aber ich brauche unbedingt deine Hilfe bei der Reparatur des Sounds deiner Ostkoppel. Vielleicht sprechen Sie ihn ja auch frei. Hey. Hi. Vielleicht holen Sie ihn ja auch da raus. Dein Bruder ist doch ein ganz guter Anwalt. Vielleicht kriegen Sie Philipp freigesprochen. Danke. Ich gebe mir Mühe. Setz dich doch. Und? Wie sieht's aus? Die Beweislage ist absolut erdrückend. Bitte sehr. Danke. Es würde schon an ein Wunder grenzen, wenn Sie Philipp nicht verurteilen. Helena, wir müssen Nicola auf die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage vorbereiten. You are not alone. I am here with you. Even when you're scared, I'll never leave you. Standing in a storm, making it insane once again. I will try
to unchain you, but you open your eyes to the sky and whisper that you are so lonely. So langsam füllt es sich. Justus, wissen Sie, wo meine Schwester ist? Sie müsste bereits im Salon sein, Graf. Und? Wer von Ihnen geht mit den Malparte-Ringen nach Hause? Abwarten. Hagen war vorhin auf dem Gestüt. Hat er sich über mich beschwert? Dass alle immer tun, was du willst, du aber nichts dafür kannst. Und jetzt hat er ein schlechtes Gewissen. Freut dich das? Es geht auf unsere Hochzeit zu. Und deshalb steht ihm der Sinn nach einem größeren Liebesbeweis. Und ich weiß auch schon, welcher das ist. Zum ersten, zum zweiten und Verkauft. Die Brosche der Cecilia von Schweden geht für 14.000 € an den Herrn mit der Nummer 17. Herzlichen Glückwunsch. So, liebe Gäste, dann kommen wir zum Höhepunkt der heutigen Auktion. Wir alle kennen die Geschichte vom kleinen Florentiner Goldschmied Pepi Malparte, der diese Ringe für seine geliebte Carmelita Borgia anfertigte und somit einer der größten Liebesmythen der Schmuckgeschichte schuf. Wir wissen nicht, ob diese Ringe wirklich magische Kräfte besitzen, aber fest steht, dass es keinen größeren Liebesbeweis gibt als den Erwerb der Malparte-Ringe. Das Mindestgebot für die Ringe liegt bei 42.000 €. Ihre Gebote, meine Damen und Herren. 42.000 € sind geboten. Gibt es Liebende, denen die Ringe 43.000 € wert sind? 43.000 € sind geboten. Wer bietet 44.000 € für den größten Liebesbeweis aller Zeiten? 44.000 €. Das ist doch ein kleiner Zwischenapplaus wert. Auf den reparierten Zaun. Ja, wollen wir mal gucken, wie lange er diesmal hält. Alte Maurerweisheit. Auf Erden hält nichts ewig, außer das Provisorium. Und die männliche Naivität. So, Impfpässe, Futtermittelinventur, Bestellung, Feierabend. Du, mal ganz naiv gefragt. Hast du denn eigentlich so schlechte Laune, ne? Ich bin sehr gut gelaunt. Gib her. Aha. Hagen wird Marlene für zigtausend € diese Malparte-Ringe kaufen. Wer bietet 74.000? danke, dass du an unsere Liebe glaubst. Das Gebot liegt bei 74.000. Muss nur noch Charlie Schneider überbieten. Sie hält sich hartnäckig. 75.000 der Herr. Wer bietet 76.000? Ich wusste, dass du mir die Ringe kaufst. Ach ja? Seit wann? Wieso, wann? 76.000 sind gefragt. 76.000 sind geboten. Ist sie aber noch so verliebt und erhöht auf 77.000. Ich wusste es, seit ich sie das erste Mal gesehen habe. Und abgesehen davon, was du dir in den letzten Tagen so geleistet hast. Was soll das heißen? Naja, du warst nicht gerade aufmerksam. Hagen, du musst jetzt bieten, sonst sind sie weg. Ja, unser Hagen weiß, wie man Frauen glücklich macht. Nein, Marlene weiß, wie sie Männer dazu bringt, sie glücklich zu machen. Prost. Das klingt ja fast so, als würdest du glauben, ich wäre dir die Ringe schuldig. Na und? Dann hast du eben gemerkt, dass du noch ein bisschen nachlegen musst. Letzte Chance für den verliebten Herrn neben der bezaubernden Dame. Gehen Sie mit auf 77.000 €. Einen Moment noch, bitte. Danke. Soll das etwa heißen, dass es ohne Ringe keine Hochzeit gibt? Wenn du die Ringe nicht kaufen willst, bitte. Ist das eine Erpressung? Die Ringe sind ein Liebesbeweis. Und wenn du sie nicht kaufst, dann brauchen wir auch gar nicht zu heiraten. 77.000 € zum ersten, zum zweiten Dann ist das wohl auch besser so. und zum dritten. Verkauft an Frau Schneider. Herzlichen Glückwunsch. Ich gebe gerade die Presseinformationen raus. Das kann ich doch machen. Kein Problem, schon fast fertig. Nicola, wir müssen noch ein paar Dinge besprechen.
Morgen ist der Prozess und ich möchte, dass wir uns alle auf einer einigermaßen realistischen Ebene bewegen. Jetzt sofort? Morgen geht's los. Da wird die Presse dich nicht in Ruhe lassen. Keine Sorge, ich kann mittlerweile damit umgehen. Es geht mir vor allem um den Moment nach der Urteilsverkündung. Du musst dich auf alles gefasst machen. Ich will nicht, dass du vorgeführt wirst. Keine Sorge. Irgendwann verabschieden wir uns von unseren Träumen. Weil Männer so sind, wie sie sind. Und Frauen sowieso. Gib ihn mir. Ich drehe noch eine Runde um den See. Das ist sehr mutig. Er hat heute nicht die beste Laune. Genau wie ich. Klar, wenn man die magischen Malpate-Ringe besitzt, da kann einem ja nichts mehr passieren. Es gibt keine Ringe. Ich habe sie nicht gekauft. Es gibt auch keine Hochzeit. Und dann kommt der Moment, wo uns das Leben selbst überrascht. Weil Menschen sich plötzlich so verhalten, wie wir es niemals für möglich gehalten hätten. Wir erkennen, wie wertvoll unsere Träume sind, weil sie uns Hoffnung schenken. Und unsere Hoffnung dürfen wir niemals aufgeben. Blew out the window pane, left the inside to the rain. Make it go faster, baby, go faster. Make it go twice the speed. Denn manchmal verhalten sich Männer eben nicht wie Männer, sondern wie man es sich in seinen kühnsten Träumen vorstellt.